Wir sind in Klingenthal, das ist in Sachsen, hart an der Grenze zu Bayern und der Tschechei. Tschechien nennen wir es ja heute. Muss man aufpassen, was ich sage, ja. Hallo Marc. Hallo Sven. Wir haben uns gesehen in Bayern. Richtig, auf der Abenteuer Allrad. In Franken haben wir uns gesehen und da haben wir diesen Bus gezeigt und heute filmen wir ganz, ganz viel ab. Trotzdem habe ich gesagt, wir müssen den mal zeigen, weil auf der Abenteuer Allrad stand dieser Bus in einem Zelt drin. Das Zelt ist gut, wenn die Sonne scheint, dann passt das alles, aber du hattest viel weniger Platz. Wir konnten gar nicht drum rumgehen so richtig, weil auf der anderen Seite war noch ein Bus und das ist schon ein schönes Fahrzeug. Das ist ein Crafter, ein Allrad. Wie er hier steht, was wird der kosten? Der ist jetzt mit Höherlegung, Unterbodenschutz und so weiter, muss man schon 110, 150. Der ist schön voll, oder? Ja. So, da habt ihr mal alles eingebaut, was geht. Hier vorne ist dann noch ein Schutz, hast du hier vorne noch mit drin. Das Ganze natürlich alles zugelassen. Und du hättest den schon ein paar Mal verkaufen können, oder? Ja, genau, richtig. Full LED, ihr braucht den aber zum Zeigen, denn viele Leute kommen ja her, die wollen ja ein bisschen was sehen. Ihr habt 3 Fahrzeuge im Moment da und das ist so euer Dauerexponat, was ihr habt. Da hast du mal so ein bisschen alles verwirklicht für junge Leute, hast du gesagt, ja. Also nicht so für so ganz alte Säcke wie mich, sondern für so junge Leute wie du. Du bist wie alt bist du? 38. 38. Was hast du gelernt? Ich darf nicht. Was du gelernt hast? Ausbildungsberuf. Ausbildungsberuf. Ja, ich bin im Vertrieb tätig. Was heißt denn das? Ja, Handelskaufmann mit meinem Vater. Ach so, du hast eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann. Genau. Gut. Dein Vater ist dreifacher Meister. Ja, genau. Das tut schon weh, oder? Und ist nicht schlimm. Der ist Sattlermeister, der ist Schreinermeister und Polstermeister. Und das sieht man auch. Das Ganze, er kann sogar Metallbau, beziehungsweise das Ganze konstruieren kann er mit allem drum und dran. Die Fahrzeuge sind unglaublich preiswert. Daneben haben wir zum Beispiel einen roten stehen, einen Motorradtransporter. Der kostet 85. Hier vorne habt ihr einen, den werden wir gleich zeigen. 49.999 €. Ein Bestseller auf Citroën zum Beispiel. Hängt natürlich vom Fahrgestell ab. Das Ganze hat eine ganz hohe Fertigungsqualität. Ihr macht nahezu alles selber. Ja, wir fertigen alles selber. Vom Sitzeinbau über den kompletten Möbelbau, die in einzelnen Platten bei uns ankommen. Konstruktion, Plattenumleimer drauf und dann immer individuell gefertigt. Ihr macht sogar die Kanten mit fast 500 Grad, werden die nämlich mit einem Laser erhitzt, sodass die möglichst nicht kaputt gehen. Und hier siehst du, das ist jetzt der Crafter, sehr unauffällig. Die Fenster, Rahmenfenster von Seitz hast du hier eingebaut. Ist das ein 3,5 Tonner? Ja, der ist noch unter 3,5 Tonnen. Realistisch, 3,5 Tonnen? Ja. Oder wird es eng? Es wird eng. Es wird sehr eng. Das ist der Allrad? Wie es immer ist mit Allrad, ja, genau. So, du hast aber einen C1E, hast du? Nee, ich bin noch die jüngere Generation. Bei mir geht es bis B. So, was haben wir denn ungefähr in Zuladung? So 250? Ja, so Zeuger. Gut, machen wir ihn auf, dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Dein Papa kommt mit dabei. Der ist nämlich unglaublich. Und hierbei habt ihr alles ein bisschen anders realisiert. Ihr habt eigene CNC-Fräsmaschinen, die das Ganze denn schneiden, fräsen und so weiter und so fort. Dunkler Innenraum, dazu Bambus, Echtholz und das Ganze hat, natürlich der Allrad baut ein bisschen mehr auf. Das merkst du schon, der ist insgesamt höher, oder? Ja, genau. Man verliert 10 cm Stehhöhe, also grob 1,80 hat man hier. Den verliert man halt durch den Allrad. Das hier war das Problem, das konnte man auf der Messe nicht gut zeigen, ja, weil da war ein bisschen wenig Licht. Ich kam ja auch noch nachmittags, wo du da kommst. Ihr habt ganz viele Detaillösungen. Zum Beispiel hier ist eine Tischhalterung mit drin. Da habt ihr so eine Kante unten eingebaut, dass der Tisch nicht abhauen kann. Es kann so einfach sein und das hält, oder? Ja, das hält. So, in der Praxis, du gehst hin und benutzt das Auto permanent. Ja? Das hier ist ein Testauto, was du wirklich im Beschlag hast. Sind dir da so ein paar Sachen immer wieder aufgefallen, die du vielleicht beim nächsten Auto ein bisschen anders machst, weil du das ja wirklich in der Praxis benutzt? Ja, das ist bei jedem Modell so, bei jedem Auto. Und da denkt man immer, Mensch, das nächste Mal könnte man wieder ein bisschen was verbessern und ändern. So, ihr habt Vollkorpusmöbel, das heißt, da ist die Rückwand mit drin, da sind die Seitenwände, alles mit drin. Wir können uns das gleich mal angucken. Der hat jetzt eine Außendusche mit eingebaut, der hat eine Luftheizung drin, Autotherm, was ist hier drin? Genau, ist ein Autotherm drin und ein Warmwasserboiler. Wo denn? Hier? Ja, genau. So, das ist schon ein bisschen im Einsatz. Hier sieht man der Wärmetauscher, der ist wahrscheinlich dahinter. Da ist der Boiler, oder? Da ist der Boiler.
So. Da hinten ist der Boiler, der geht über Strom und über einen Wärmetauscher. Das klappt erstaunlich gut, muss man sagen, oder? Das heißt, Duschen geht. Wir zeigen das gleich. Du hast eine Dusche mit eingebaut, entweder eine Außendusche, du hast aber auch eine Innendusche. Ja, richtig, genau. Wir haben hier eine Innendusche, die ist normalerweise hier platziert. Und dann haben wir hier, da ist eine Edelstahlwanne, mein Vater kommt dann gleich mit. Hier ist eine Bodendurchführung, im Boden integriert. Ach so, das heißt, du kannst die Dusche, wenn du sie nicht brauchst, platzsparend wegmachen, korrekt? Genau. Edelstahl. Edelstahl, ja. Man braucht ja den Platz für Fahrräder oder Zuladung, dann stellt man die hinweg und wenn man mal duschen will, dann setzt man die sich eben her und hat die Möglichkeit auch innen zu duschen. So, ihr habt euch hier für eine Schlafbank entschieden. Ihr habt verschiedene Grundrisse und Systeme. Hier hat sich die Schlafbank angeboten. Der einzige Nachteil ist von der Bank, sie ist relativ schwer. Ja, richtig. Also wenn wir jetzt die Kammer rausbauen, es braucht aber schon 2 Leute, um die rauszuheben. Wenn man jetzt einmal sperrige Sachen oder man holt sich mal beim Ikea ein neues Sofa, brauchen wir halt den Platz. Ja gut, man kann die ja ganz nach vorne schieben, also dann ergibt sich ja ein unglaublicher Raum. Wenn du mal gerade reingehst, die Bank mal ganz nach vorne schiebst, so weit wie es geht, sei mal so lieb. Es geht wahrscheinlich auch von hier. Muss ich aber vorne mal ja, genau, er guckt mal gerade den Teppich, wo der weg. Der ist nämlich hier drunter und dann sieht man, diese Bank hat so viel Platz, das ist ja Wahnsinn. Warte, ich komme mal zu dir. Du kannst wirklich jetzt hingehen, kannst hier eigentlich ein Motorrad einladen, oder? Das würde gehen. Ja, das würde gehen. Das würde passen vom Platz her. Ja, und da hat man das Motorrad. Und dann hast du diesen riesen Platz mit drin, kannst hier reingehen. Du hast einen Beamer mit eingebaut. Warte, ich komme mal von der anderen Seite, dass wir das mal zeigen. Bist nämlich sehr erfinderisch unterwegs. Hier vorne ist ein Beamer, da hast du denn eine Leinwand mit integriert. Die hat eine App-Steuerung, die Leinwand. Nee, war Spaß, die geht manuell runter. Und da warst du der Star auf der Abenteuer Allrad. Du hast nämlich was geguckt und es kann manchmal so easy sein, oder? So, das ist eine schöne Leinwand und da ist der Beamer mit drin. Können wir jetzt nicht zeigen, ist einfach zu hell. Aber guckt euch das Video an von der Abenteuer Allrad, da ging das. Und was ich aber toll finde, ist die Bank, die habt ihr jetzt nicht selber gebaut, die Bank, oder? Nee. Das sind Zulieferteil. Genau. Schnirle? Oder? Eine Schnirle Bank. Man kann die in 0, nix, bitte mal zeigen, zum Bett umbauen. So, ein bisschen rüber. Oh, das ging schon fast zu schnell. Das heißt, einmal da vorne raus. Einmal da vorne. Ja. Und dann Vorsicht. Und da brauche ich wahrscheinlich jetzt einen Topper, oder? Ja, wie man will. Das ist für mal einen Tag geht's auch ohne, oder? Ja. Bei dir geht's sowieso ohne. Du hast mir erzählt, du warst in Japan, ihr habt auf dem blanken Boden quasi geschlafen oder auf einer Matte. Ja, ich habe das Bett gesucht im Zimmer, aber da war nur eine Bastmatte, aber ging auch. Das macht dir nichts aus. Also das ist die, warte mal, ich gehe mal drauf. Ah, die ist schon, aber das wäre mir zu hart. Also da würde ich jetzt einen Topper drauf machen. Ihr könnt ja das alles selber machen. Ihr könntet auch einen 3-geteilten Topper machen, oder? Ja, da oben drauf kann man einen etwas dickeren, der drauf kommt. So, das haben wir dann geklärt. Also das ist die Bank. Die kann ich jetzt frei verschieben, auch nach hinten. Immer noch jetzt? Aus und dem? Immer noch, ja. Man kann es immer noch verschieben. Ist natürlich dann besser, wenn man es... Okay, es geht aber allein. Ich komme mal zu dir. Bleib mal da. Und jetzt zeig mir noch mal, wie die jetzt zusammengebaut wird. Das heißt, du ziehst. Ich ziehe hier hoch. Ja. Fasse das ein. Und das geht auch noch nach 3 Mal. Und das geht auch noch 3 Mal. So, das ist Schnirle und das war's. Das war's. Sag mal, hinten habe ich da die Möglichkeit, wenn du mal kurz zu mir kommst, habe ich die Möglichkeit hinten ich kann das beladen hier, das Teil. Das heißt, ich könnte es hier als Zwischenboden benutzen. Ja, genau, richtig. Das ist ja praktisch. So, jetzt hast du viele Schränke. Was ist oben drin? Staufächer. Zeig mal. Hat viel. Ist wahrscheinlich alles beladen. Nee, ist leer. Da sind Staufächer mit drin. Der Crafter ist mindestens genauso schwierig zu bauen wie der Sprinter. Ihr baut auch Sprinter, oder? Das macht ihr auch. Genau, wir bauen auch Sprinter. So, ich guck mal gerade, das Licht ist aus. Ich mache mal gerade das Licht an. Mal ein bisschen mehr Licht. Also große Fächer, das sind richtige Schränke. Ihr habt doch keine Spielzeugscharniere eingebaut, das sind richtige Möbelscharniere, original. Indirektes Licht hast du montiert. Genau. Das auch hier oben. Aber die Leute erkennen schon die Details, die Unterschiede. Weil du hast ja da Sprinter und Crafter gesehen, Abenteuer Allrad für 250.000. Da
fragst selbst du dich manchmal, wo sind da die Unterschiede zu eurem, oder? Das ist Ja, richtig. Das sind schon ganz schöne Hausnummern, was den Preis betrifft. also 110, wie könnte man den bauen, wenn man jetzt Allrad weglassen würde zum Beispiel? Das wären nochmal 8.000 oder was kostet Allrad? Weiß ich jetzt nicht 6.000, genau, ja. kostet bei VW ungefähr 6.000, ja, würde ich auch. 6.000. Ja, dann hat man einfach das gleiche Konzept. Man hat nur dann die Bodenerhöhung nicht und hat da 10 cm mehr Stehhöhe. Hat 10 cm, ist eine Welt, 10 cm. Mehr Stehhöhe, das Fahrzeug ist auch leichter. Das kommt auch noch mit hinzu. Also man kann ihn als Heck- und als Frontantrieb kriegen, oder? Genau, in allen Varianten. Was ist dein Tipp? Heckantrieb, oder? Das muss jeder für sich selber wissen. Genau. Also ich Eine Fahrt glaube, ins Gelände, da ist natürlich der Allrad besser. Ansonsten kommen wir mit dem Frontantrieb auch gut zu. so, jetzt hast du hier Schienen noch drin, Airline-Schienen. Und an der Seite, was haben die für eine Funktion üblicherweise? Zum Festmachen? Zum Festmachen. Zum Festmachen. So, komm. Stühle, Campingmöbel. So, wir gehen mal nach vorne, dass wir das Ganze sehen. Das Video Abenteuer Allrad, guckt euch das an. Da haben wir also noch ein paar mehr Facetten haben wir gezeigt. Ihr arbeitet zusammen mit einer Hochschule und da vorne ist ein bisschen Steuerelektronik drin. Habt unter anderem das Aufstelldach entwickelt. Das Aufstelldach ist eine Besonderheit. Da kann dein Vater auch mal ein bisschen was zu erzählen. Das ist das erste Aufstelldach mit integriertem Blitzschutz. Und da denken viele gar nicht drüber nach, oder? Ja, wir haben einen integrierten Blitzschutz eingebaut. Gut, wenn natürlich der Blitz richtig ins Auto einschlägt, wie auch immer die Stärke ist. Ich weiß nicht, was dann generell mit dem Auto passiert. Aber wir haben erst mal vorgesorgt, haben den Blitzschutz mit eingebaut, haben auch oben auf dem Dach eine Reling, Airline-Schiene mit aufgebaut, wo wir dann auch leichtes Gepäck, Surfbretter oder Dachboxen mit aufbauen können. Das geht. Das geht. Und Solar sowieso, oder? Solar ist sowieso drauf, ja. Also, wenn gewünscht. Wenn gewünscht. So, dein Sohn hat dich würdig vertreten. Das ist dein Automoment, was du im Moment als Test fährst, oder? Ja, genau. So, ich guck mal hier vorne, siehst du das mit der Leinwand, das war wahrscheinlich seine Idee, oder? Das war mein Sohn seine Idee, jawohl. Und meine kleine Enkeltochter, die darf dort dann ihre Videos schauen. Netflix oder Disney? Ja, Disney. Disney. So, wir gucken mal. Kühlschrank, zeig mal. Das ist der Dometic. Den gibt es ja mittlerweile auch mit dem Bedienfeld abgesetzt. Ja, dann spart man noch mal ein bisschen Platz. Das ist je nach Kundenwunsch. Auf der linken Seite ist so ein Regler. Was kann der eigentlich? Ja, das ist für die Standheizung. Und die warme Luft bläst ja durch den Boiler, um das Wasser zu erwärmen. Und dann führt sie in den Innenraum. Aber wenn man jetzt in Kroatien steht bei 40 Grad, dann will ich eigentlich nicht, und ich brauche warmes Wasser, dann will ich aber nicht den Innenraum beheizen. Und dann regelt man das in einem Y-Stück, sodass die warme Luft nach außen geführt wird. Ist manuell, oder was geht das? Ist manuell, genau. Über einen Seilzug, oder? Genau. So, hier vorne ist der Beamer. Kann man zeigen. Sag mal hier, der Möbelbau, dass der nicht klappert. Du hast zu mir gesagt, er ist sehr leise, auch während der Fahrt, oder? Ja. Also das heißt, die Rüttelpiste, die wird er mit aushalten. Dann die Küche, da hast du großen Wert drauf gelegt. Funktionalität. Der Tisch, der ist ja hinten drin im Moment. Der ist individuell verschiebbar. Ich bin ja großer Freund von so einem kleinen Tischbein, wo man den Tisch so einhängen kann und um 360 Grad drehen kann. Weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja. Ist auch ganz gut, gell? Ja, das würde auch gehen bei euch. Das würde Ja. auch gehen, ja. Das würde auch gehen. So, dann hast du ein Kochfeld. Batterie, was habt ihr eingebaut hier? 200 Ampere-Stunden Lithium. Lithium. So, okay. Und der Wechselrichter, was kann der? Bis zu 4000 Watt. 4 kW. So, bitte mal hier aufmachen, so einen Schrank. Das ist eine Besonderheit bei dem Grundriss. Ich kenne den ja schon von dem anderen. Der hat noch so einen Eckschrank und da ist nämlich der Wechselrichter drin. Siehst du, ich habe gelernt vom letzten Video. Mach mal auf, bitte. Das ist der Eckschrank. Hat sich das bewährt hier mit dem Feld, mit dem Kochfeld? Ja, eigentlich schon. Man kriegt das relativ gut mit dem Induktionskochfeld warm, also heißes Wasser oder sonstiges. Also das geht schon relativ fix. So, jetzt, wenn ihr euch wundert, dass da unten Dosen drin sind und so weiter und so fort, das hier ist noch ein Testobjekt von der Hochschule, korrekt? Ja, richtig. Wir arbeiten mit der Westsächsischen Hochschule in Zwickau zusammen. Und da wird gerade die Elektrotechnik dort am Kasten angebaut und die machen dort Messungen, um die ganze Fahrzeugelektronik zu optimieren. Natürlich kann man immer viel einbauen, aber manches muss auch nicht unbedingt sein, um den Das ist ein Testfahrzeug eigentlich. Das Testfahrzeug, genau. Ein Erprobungsfahrzeug. Es dürfte dann sogar grüne Nummer haben. Also im Urlaub wird es dann zugeschaltet, dann werten die Daten aus, wie wir das benutzen und was da an Strom benötigt wird und auch die Größe der Solaranlage. Hat sich das bewährt mit dem Beamer eigentlich in der Praxis?
Ja. Funktioniert. Funktioniert. Okay, da ist jetzt ein Stick drin, Prime Stick oder sowas drin. So, dann setze ich mich jetzt mal hier hin. Wenn du mal gerade den Beamer hochmachst, kann man nämlich sehen, da ist auch Steuerelektronik drin unterm Sitz, aber dürfen wir nicht so ganz genau hinzeigen. Der hat jetzt Automatik mit drin, Allrad, ein sehr, sehr gefragtes Fahrzeug. Wie lange wirst du warten auf dieses Fahrgestell? Ich denke mittlerweile über ein Jahr. Also, wenn ich jetzt bestelle, ist vom Fahrgestell. Der Kunde kann aber auch, wenn er ein Fahrgestell hat, das zu euch bringen. Würde auch gehen. Würde auch gehen, ja. Machen auch viele. Ja, der eine so, der andere so. So, da ist das Aufstelldach und das habt ihr komplett selber gebaut. Das ist echt der Hammer. Ihr baut eigene Aufstelldächer. Ja, genau. Also selber konstruiert. Achso, die Laminierung, Die Laminierung machen wir. Die machen das aber nur für euch. Das genau, ist nicht, die machen das nur für uns. Nur für uns. Also da gibt es keinen extra Zwischenhändler, die machen das extra für uns. es ist jetzt kein Raimo-Dach oder nee, das ist euer Dach. Ja, kein Raimo, genau, das ist unser Dach. So, dann machen wir auf. Und auch nur bei uns erhältlich. So, und dann sieht man nämlich sehr schön die Integration der Leiter allein, Jörg. Das ist gut, oder? Ja, wir haben die dort gleich aufgehoben, die Leiter. Sie nimmt keinen Platz weg und dient gleichzeitig zur Abfallsicherung oder Absturzsicherung für kleine Kinder. Bitte nochmal einen einschieben. Schieb nochmal ein. Ich will nur mal zeigen, die meisten Leitern, die suchst du immer, wenn du sie brauchst. Und diese Leiter, das ist ja eine handelsübliche Leiter, die habt ihr modifiziert. So, die kommt dann rein. Meistens Prototypleiter. Prototypleiter. Der Vorführeffekt. Genau, So, kommt dann oben rein. genau. Bitte nochmal runterlassen. So, dann fährt die runter. So, in der Praxis ist WD-40 auch auf deinen Freund. Ja. Ja, genau. Wir So. haben hier so Stufen integriert noch. Da wird ein bisschen mehr Komfort. Die haben wir abgewinkelt und etwas breiter gestaltet. Wenn man das Aufstelldach oben runterzieht, Barfuß. mit barfuß dann oben steht, ist es immer meistens unangenehm unten an der Fußfläche. Deshalb da die integrierten Trittstufen. Okay, verstanden. Das ist jetzt so eine andere Mach mal hoch, in Schwarz. bitte. Ja. So, nee, hoch. Ach so, das Dach. Das Dach mal hoch, ja. Das Besondere bei dem Dach ist, ihr habt einen eingebauten Winterschutz schon gleich mit drin. Ja, nicht eingebaut. Wir haben oben einen Flauschband mit angenäht. Das ist serienmäßig. Und dieser Winterschutz, dieser Winterisolierung wird oben nur eingeklettet. Ihr habt Leute, da habt ihr mir gesagt, minus 20 Grad. Bei 17 Grad minus waren die im Winterurlaub an der Ostsee und sie hätten dort nicht gefroren. Warte, ich gehe mal raus, dann zeige ich das mal. Und dann können wir euch auch diesen Winterschutz mal zeigen. Der ist nämlich drüben in dem anderen Auto eingebaut. Die Besonderheit hier ist, alle Aufstelldächer sind grau, die ich kenne. Und hier kann man den Stoff des Aufstelldaches frei definieren. Frei definieren zur Farbe des Fahrzeuges. Hier vorne ist er rot, das kann ich auch mal zeigen. Grau geht natürlich auch. Ja, grau ist bevorzugt. Grau ist bevorzugt. Hier vorne bist du drin. Schön abdunkeln. So, und da drin ist schon der Winterschutz drin, gell? Ja. Können wir mal zeigen. Also das hier ist eine Besonderheit. Das ging jetzt bei dem Modell nicht, dass ich hier so ein großes Dach habe, wo ich nochmal hochdrücke. Oder bei deinem Modell jetzt drüben. Oder ist das zu schwer? Also das Dach, weil das Dach drüben ist ja jetzt mit einer kleinen Luke versehen. Das kannst du nicht hochdrücken. Oder kann man das auch hochdrücken? Nee, das drüben kann man nicht hochdrücken. Da ist nur die Luke dort ausgespart. Hier haben wir, da es das Flachdach ist, keine Stehhöhe. Aber um die zu erreichen, haben wir das Dach ausgeschnitten und mit die Liegefläche mit einer klappbaren Bettplatte dort versehen, dass man einfach hochklappt. Guckt euch das Video an von dem Auto hier. Das muss übrigens nicht rot sein. Das kann auch grau sein oder schwarz. Das hier ist deswegen so rot, weil der Jörg, Papa ist nämlich Motorradfan und da passt nämlich genau ein rotes Motorrad rein. Das steht übrigens auch schon hier. Da gibt es ein eigenes Video zu. Und stellt euch das Auto in egal welcher Farbe vor. Es muss nicht rot sein. Aber das ist sehr sehenswert, dieses Video. Aber du bist echt großer Motorradfan. Ich glaube, damit fing auch alles an, oder? Damit fing alles an mit dem Motorrad-Hobby. So, und dann hieß es... Bei diesem Auto könnte man natürlich auch das Dach ausschneiden groß. Genau wie bei dem Flachdach. Nur bei normaler Stehhöhe ist es nicht unbedingt notwendig. Aber man kann es problemlos machen. Das würde auch gehen, wie drüben. Würde gehen, ja. Ist natürlich auch sehr interessant bei Allradfahrzeugen, weil der Kräfter oder der MAN erhöht den Boden. Damit verliert man in der Stehhöhe 11 cm. Bei mir natürlich kein Problem mit 1,68. Aber bei normal großen Menschen könnte es ein Problem werden, weil man die Stehhöhe nicht erreicht. Und dann kann man dieses Dach aber ausschneiden wie beim Flachdach. Okay, also der gleiche Ausschnitt drüben würde gehen. Würde gehen, kein Problem. Gut, dann wäre der Beamer aber blöd, ja. Der würde dann nicht Da muss da weiter hinter.
Ja, da müsst ihr weiter runter. So, ich gehe mal hoch, film mal rein. Also das ist der Liegekomfort. Ihr habt die Matratzen selber gemacht, ihr habt den Stoff selber gemacht, das Dach selber gemacht. Da ist eine Lampe im Dach drin. Guck mal. Bitte mal anmachen. Dass wir das mal kurz sehen. Das kann auch gedimmt werden. Und das ist ein GFK-Formteil. Das wird handlaminiert. Und das Ganze muss natürlich auch bei entsprechenden Geschwindigkeiten halten. Habt ihr eine Einschränkung im Fahrzeugschein eingetragen? Nein, keine Geschwindigkeitseinschränkung. Habe ich schon mal gesehen. Also, dass die dann reinschreiben 120. Bei einem 200 PS T6.1 fahren natürlich alle 120. Ja, das ist klar. Ich werde niemals schneller fahren wie 120 mit dem T6.1 mit 205 PS oder so. Das ist aber, ja, tolles Modell. Ihr könnt übrigens dieses Modell in einem extra Video sehen nochmal. Vielleicht von etwas anderen Blickwinkeln mit allem drum und dran. Aber das habt ihr schon oft verkauft so, aufgrund des Videos? Schon so oder so ähnlich? Ja, mich sprechen die Leute auf alle Fälle viel darauf an. So, ob es denn das wird, das ist eine andere Geschichte. Ihr habt auch Verdunklungssysteme, also entweder natürlich aus Hamburg oder hier ist sogar ein festes Verdunklungssystem mit drin. Du hast ihn eben mal schnell, das war gar nicht geplant, dass du ihn holst. Er stand bei dir zu Hause. Ich habe gesagt, den müssen wir unbedingt noch mal filmen und das haben wir auch gemacht. Wenn du mal den Vorhang zeigst, der ist nämlich so richtig Vanlife-mäßig. Das war deine Idee. Die Stoffe, ihr könnt ja alles realisieren, oder? Im Grunde genommen. So, und jetzt kommt die Dusche. Das wollten wir euch nicht vorenthalten. Ja. Das heißt, ich habe 4 Schlafplätze, können 2 Leute unten schlafen, 2 können oben schlafen. Der Papa hat mal gerade den schwarzen Vorhang gemacht. Die habt ihr komplett selbst konstruiert. Und auch den Vorhang. Haben Leute eigentlich angerufen, wollten nur die Dusche kaufen bei euch? Ja. Viele? Ja, waren einige. So, das heißt, die könnte man noch kaufen bei euch? Ja, die kann man. Okay, also wenn man die einzeln haben möchte, ist eine Edelstahlwanne mit drin. Die passt genau unten rein. Da ist eine Öffnung mit drin, die kann ablaufen. Wer kam auf die Idee? Eigentlich wir beide, mein Sohn und ich. So, die wird jetzt eingehangen. Das geht auch ruckzuck. Sache von ein paar Sekunden. Da sind die Halter, die sind schon alle dafür konstruiert und sind fest verbunden. Und wenn ich mich da mal versehentlich festhalte, die reißen nicht raus, oder? Die halten fest. Das sind Airline-Punkte. Im Prinzip Zurhaken, wo man auch Fahrräder, Motorräder und so weiter verzurren könnte. So, also handwerklich muss ich schon sagen, also ihr bezieht ja die Polster alle selber. Du hast schon viel gesehen, ne? Was Wohnmobile angeht. Man kann es auch schlechter machen. Ja, es ist natürlich immer eine Preisfrage und auch eine handwerkliche Frage. Im Großserienprojekt muss man natürlich dann, wird anders kalkuliert oder anders gearbeitet. Das ist halt Da muss es günstiger werden, ne? muss es günstig werden. Und gut, es gibt natürlich auch, ist natürlich immer schwierig, wenn man über Mitbewerber sprechen soll. Das haben wir gar nicht gemacht. Ich habe das nur allgemein gesagt jetzt, ja. Man sieht vieles. Ja, man sieht auch viel Gutes, aber man sieht auch viel Schlechtes. So, Marc, was ist da in der Hand? Was hast du da? Das ist jetzt die draußen, der Außendusche. In schick diesmal. In schick diesmal, also natürlich in schwarz, weil es ein dunkles Auto ist. Kann man natürlich hinten draußen nutzen oder natürlich dann auch hier drinnen. Da rein. Ja, hast du drinnen schon mal geduscht? Ich hatte schon mal geduscht, ja. Und? Ja. Ist das Wasser warm? Achso, du bist sauber geworden danach. Ich sehe es, ja. Okay. Sehr schön. Also das ist die Dusche. Und das ist in der Praxis, kannst du stehend drin duschen. Das funktioniert richtig gut, muss man sagen. Das erfüllt für viele eigentlich den Zweck, den es wollt. Ihr habt aber eine feste Dusche im Programm. Die können wir uns gleich mal angucken. Wir gehen mal kurz in die Fertigung mit rein. Und das gibt es wahlweise auch mit fester Dusche. Man verliert aber unglaublich viel Platz, oder? Ja, man fährt halt immer die Dusche. Der große Raum nimmt halt sehr viel Platz weg und wird immer mit spazieren gefahren. Ne? Komm, wir zeigen das mal. Also wenn ich jetzt hier im Motorrad unterwegs wäre, dann wäre hier das Motorrad drin. Die Bank könnte ich hier lassen, also die bräuchte ich im Zweifel nicht. Ja, die kann man hier lassen, aber auch vorschieben. Die kann man vorschieben. Das reicht voll aus, um Bank und Motorräder oder Fahrräder mitzunehmen. So, dann baue ich die Dusche auf. Wie wir gesehen haben, das dauert 2 Minuten. Dann habe ich meine Dusche hier drin, wenn ich hier drin duschen möchte, was natürlich genial ist, wenn ich auf Bergen unterwegs bin und wenn ich mal kurz bin total verschwitzt, das kennst du ja. Hab vielleicht Sachen getan, wo man unglaublich schweißtreibend ist. Du weißt ja, was ich meine. Ja. Radfahren. Ja. So, und dann geht man duschen und hat den Vorhang hier noch zu. Das ist schön luftig. Das kommt alles aus der Praxis, ja? Ja, genau. Ja, ich find's gut. Flexebu. So.
Oder Flexi? Flexebu. Flexibu. Flexebu, genau. Okay, das Ganze gibt es seit 1896 in Klingenthal. Hier vorne steht's Schlott, Polsterei, Raumgestaltung, Bodenbeläge, Autosattlerei, Musterbau. Das ist die Telefonnummer. Ist sie noch korrekt, die Telefonnummer? Die Telefonnummer ist korrekt, ja. So, die ist noch von damals. Wie ihr seht, nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stellen. Ihr habt damals schon 11 Stellen gehabt? Nein, in der DDR-Zeit nicht. Da waren es nur 4 Zahlen. Also 4 Zahlen. Flexebu. Weniger Telefone. So, und jetzt gucken wir uns gleich mal einen an. 49.900 Euro. Aber zuvor habe ich euch ja versprochen, werden wir noch mal kurz in die Fertigung gehen. Denn da arbeiten 8 Leute. Auch Frauen habt ihr? Frauen haben wir auch, ja. Wir gehen nämlich gleich mal in die Polsterei. Ihr habt eine eigene Polsterei. Das war damals wahrscheinlich das Geschäft ein bisschen anders, vor 30, 40 Jahren, oder? Das Bei euch? war völlig anders, ja. Es war völlig anders. Hauptaugenmerk war damals Polsterei und Pferdegeschirrfertigung. Pferdegeschirr? Pferdegeschirre, ja. Aber vorwiegend mein Opa und Uropa und Pferdegeschirre, die werden natürlich jetzt industriell gefertigt, also mit Handarbeit kann man da nichts mehr machen. Kutschen auch, macht ihr auch damals gemacht? Kutschen haben wir auch gebaut, ja. Restauriert oder neu bezogen, aufgepolstert. So, ihr habt Hightech. Ich habe eben noch mit deinem Sohn gewitzelt, wenn du das Ganze praktisch abreißen würdest, könntest alles neu bauen auf grüner Wiese. Ihr würdet das natürlich ergonomisch anders bauen, oder? Ja, das ist halt eine gewachsene Firma. Die Platzverhältnisse sind so, wie sie halt sind. Aber es sind kurze Wege. Wir haben zwar ein bisschen beengte Platzverhältnisse. Aber es geht in der Praxis. Es geht in der Praxis, es funktioniert. Wir haben wenig Einschränkungen. Ist die aus China, die Maschine dahin? Nein, die sind aus China. Warum nicht? Die bauen auch gute Maschinen. Bauen vielleicht auch gute Maschinen, ja, aber die ist aus Österreich, die Maschine. Ist sie gut? Ja, ganz okay. Was, Sicherlich bessere, es gibt auch schlechtere. was ist das für eine? Was kann die? Ne, das ist CNC-Maschine. Und bei der CNC-Maschine fräsen wir praktisch die ganzen Fahrzeugmöbelkonturen heraus. So, das Ganze wird einmal programmiert. Das ist eine Höllenarbeit, das zu programmieren. Das macht dein Vater alles oder Nein, du? das machen Mitarbeiter, machen da Konstrukteure, die das alles dann programmieren. So, da habt ihr eigene Leute. Das Ganze wird im Moment noch entwickelt in 2D. Demnächst macht ihr 3D-Entwicklung. Das ist so der nächste Plan, hast du gesagt, Marc. Genau. Das ist so. Wann denn? Ja, das soll jetzt demnächst kommen, wenn alles mit der Maschine noch funktioniert. Die ist ja noch vom Jahr 2009. Das muss jetzt erstmal alles kompatibel gemacht werden und dann wird das alles in 3D programmiert werden. So, was ist das für eine Maschine? Was kann die? Der Marc hat nämlich eben noch gesagt, ich bin nur Kaufmann, aber der Marc ist auch guter Handwerker, oder? Muss er noch werden, ja. Soll er werden. Wird er werden, bin ich fest von überzeugt. Ja. Muss er. So, was habt ihr an Gewerken alles hier beschäftigt? Was können die alle? Wir haben im Prinzip Karosseriebauer, wir haben Elektriker, Schreiner und Polsterer. So, und das ist eine High-End-Maschine, die war nicht ganz billig, oder? Hier, die Laser. Ja, die ganzen Maschinen im Holzbearbeitungsbereich sind nicht günstig oder nicht billig. Also ob CNC oder Plattenaufteilung oder hier der Kantenautomat, ist alles recht teuer, die Maschinen. Das ist ein Kantenautomat. Das heißt, du kannst hier ein Holzstück reinfahren und die Kante wird automatisch aufgebracht, oder wie? Die wird automatisch aufgebracht. Ja, das ist eine Laserkantenmaschine. Das heißt, die Kanten werden aufgelasert mit 430 Grad. Wir brauchen auch keine Leim mehr. Und dann haben wir eine sogenannte Nullfuge, dass die Kante perfekt auf ein Werkstück passt. Die wird aufgelasert. Wird mit 430 Grad aufgelasert, ja. Laser ABS, hier vorne steht es drauf. Cool. Preis? Was kostet was? Naja, das 5.000? 5.000 mit eigentlich null mehr. Echt? Nee, das geht schon dann Richtung sechsstellig alles, die Maschinen. Krass. So, und da muss man die auch noch bedienen können, oder? Ja, man lernt's, ist kein Problem. Ist das schnell eigentlich, das hier, das Kantenaufbringen? Geht das schnell? Geht relativ schnell, ja. Wie funktioniert das eigentlich jetzt? Hast du mal ein Stück da? Soll ich das mal zeigen? Ja? Sag mal, ja. Der ist so spontan, dein Papa, das mag ich. Sag mal, auch, ich zeig's dir mal. Weißt du? Ist das ein geiles Gerät hier? Das eine Laserkantenautomat. Hat auch nicht jeder, oder? Wenn man es nicht braucht, wird man das zu Hause nicht zu finden. Aber das Coole ist, durch diesen Automaten gehen die Kanten nicht mehr auf. Das heißt, die bleiben... So, das ist jetzt ein Stück. Das ist das Stück Holz, roh zugeschnitten, rohe Kante. Dann
Stellen wir ein, Automatikbetrieb, ist natürlich alles eingestellt. Laser, Dickkante Laser. Programm Start. Geht's los. Wie geil. Ja, die Umleimer halten auch die großen Hitzeverhältnisse im Wohnmobil und auch die Kälte ab, sodass die sich nicht mehr lösen. Das ist ja krass, das Ding. Ja, hat nicht jeder so ein Automat in der Fertigung. So, und dann ist die Kante drauf, abgefräst, abgerundet, Kante gebrochen und man sieht auch keine Leitfugen mehr. Mach mal aus, bitte. Sag mal, jetzt mal Hand aufs Herz. Das war ja jetzt nicht das Brett, was du gerade in der Hand gehalten hast, sondern das war ein Trick und eigentlich funktioniert das gar nicht, oder? Warum? Nochmal, der hatte jetzt mit 500 Grad, hat er jetzt die Kante da. Genau, mit 430 Grad wird es mit Erdronik, also sprich mit heißer Luft und Laser aufgebracht, verschweißt in dem Sinne mit dem Material. Dann wird die Kante abgezogen, die wird gerundet und kommt so fertig aus dem Automat raus. Du bist mein Held heute. Ich habe gesagt, mach mal eben und du hast es gemacht. Ja, kein Problem, geht. Bitte mal die zweite Kante. Und dann mal hier, da. Nee, hier, auf der Seite. Geht auch. So. Ja, mach mal so. Und hier ist es fertig. Nee, wenn du es noch einmal reinmachst. Geht das? Kein Problem. Ja, machen wir mal. Automatik. Warte, ich sag mal, ich brauche so ein Ding zu Hause. Ja, wenn du viele Kanten brauchst, dann lohnt sich's. Wo ist jetzt der Laser eigentlich? Das Ganze hier vorne. Ach da, okay. Wenn Kante eingeführt wird es dann drauf geschmolzen. Ist das genial. So, mach mal aus nochmal bitte. Und ich glaube, das ist natürlich für die Haltbarkeit ist das sensationell, oder? Die ist jetzt wahrscheinlich für ein Leben. Man könnte jetzt mit dem Hammer draufschlagen, geht das? Ja, dann macht man halt die Oberfläche kaputt, aber würde schon funktionieren. Mach mal. Hast du einen Hammer da? Schön mal. Ist das jetzt schon kühl eigentlich? Ja, greif mal drauf. Ja, ein bisschen warm noch. Ist noch ein bisschen warm, muss noch abgekühlt werden. Aber das erfüllt natürlich die Anforderungen im Wohnmobilbereich. Also wenn da im Wohnmobil 40, 50 Grad sind, hat die zu halten. Genauso bei minus 10 Grad. Also die Kante geht zwar jetzt nicht ab, aber natürlich, wenn man mit dem Hammer draufschlägt, könnten Schläge rein werden. Ne? Aber Genau, wenn du mal gerade so lieb bist und die mal auf den Boden stellst und mal mit voller Wucht mal auf die Ecke hämmerst. So, und jetzt mal hinlegen und mal so quer drauf hämmern. Dass du mal versuchst. Das ist geil. Das ist gut. Und hier vorne Ecke, wenn du mal drauf auf die Ecke da. Du hast mich überzeugt. So, und das ist natürlich bei den Kantenumleimern vom Ikea mit dem Bügeleisen, das geht nicht so gut. ja, es geht halt schneller kaputt. Ne? Wobei natürlich das jetzt auch nicht unbedingt praktikabel ist, wer halt schon mit dem Hammer auf die Kante. Ne? Ja, aber es ist ja so, es geht ja auch nicht darum, ist das jetzt praktikabel, aber man könnte es tun. Man könnte es tun, ja. Und es geht nicht direkt kaputt. Warum auch immer. Aber zeig mal, da ist ja nichts zu sehen groß. Ja, Der hat ganz voll leichte draufgehauen. Einschläge, ja, man sieht es schon, aber es ist ja auch unüblich, ist ja nicht die normale Handhabung. Ja, absolut. Aber ich kenne das bei meinem Sohn, wenn der... Okay, verstanden. So, hier vorne, da sieht man, da wird dann das Ganze konstruiert. Dann hier drauf geschickt und da ist der gleiche Hersteller, der jetzt normalerweise eigentlich euch irgendwas schicken muss aus Österreich. Vielleicht so Süßigkeiten oder so. Format 4 heißt der, oder wie? Nee, Format heißt er. Genau, Format von Felder. Sehr schön. So, wir sind bei Flexebu und das Ganze ist in Klingenthal. Heute ist der 29. September, demnächst ist Oktober. Bei euch
Wird schon kalt? Ist Schnee ab und zu mal? Frost, ja. Ja, tja, muss schon mal kratzen, aber da wird demnächst eintreffen, ja. So, wenn ich jetzt Interesse habe an so einem Fahrzeug, ob mit oder ohne Dusche, mit allem drum und dran, wie ist normal der Weg? Ich rufe bei euch an, nimm Kontakt auf, oder? Genau, erstes Vorgespräch übers Telefonat, da kann man schon mal gewisse Punkte besprechen, aber natürlich ist immer ein persönliches Gespräch, immer, wenn man mal ein bisschen zeigen kann, auch noch Vorführer, immer noch einmal ein bisschen intensiver und besser. Geht das auch, dass ich praktisch einen Call machen kann, online, per Cam oder so? Das macht ihr auch schon mal. Ja, das machen wir auch schon mal. So, hier vorne sieht man, das ist der Tank, oder? Genau, das ist der Tank, der wird in so ein Podest eingearbeitet und daneben sieht man die Truma-Heizung. Ja, funktioniert gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Bitte? Wir fräsen mal was auf der CNC, man zeigt das. Nee, wir fräsen was. Echt? Ja, mach mal. Das sind ja echte Überraschungen. Hallo Christine. Hallo. Ich habe nämlich eben noch zu dir gesagt, du musst ganz am Schluss auch mal kurz reinkommen. Ja. Was ist deine Aufgabe? Du bist dafür zuständig, dass zum Beispiel Rechnungen bezahlt werden. Ja, Rechnungen bezahlt werden und die Eingangsrechnungen ich überweisen muss, alles. Du bist das. Ja, ich mache das. Du bist unglaublich wichtig jetzt. Guck mal grad. Das ist nämlich die Frau, die alles bezahlt. Ja. Ich habe die schon bezahlt. Ach so, okay. Dankeschön. So, und das ist jetzt die CNC-Maschine. So, was ist hier zu tun? Was machst du gerade? Also ich gebe jetzt das Programm, was drüben am Computer im Büro geschrieben worden ist, gebe ich jetzt hier ein und sage der Maschine, das soll sie jetzt fräsen. Okay, und die weiß natürlich automatisch, wo sie es hinfräsen soll, oder? Ja, also es gibt ja einen X- und einen Y-Anschlag an der Maschine. Und da dran wird ja das Stück Holz oder... Die erkennt das automatisch, wo das liegt, das Stück Holz, oder? Nee, das erkennt sie nicht automatisch. Okay, dann mach mal rein. So, das heißt, ja, genau, er lädt jetzt mal das Programm. Das ist jetzt was? Das ist Logo. jetzt einfach, das ist ein Logo, genau. Das ist jetzt eigentlich ein Bier für die Bierkiste, ein Deckel. Krieg ich die mit? Sag ja. Ja, Das ist sehr, sehr schön. Okay, und dann? damit man die als Trittstufe nehmen kann fürs Wohnmobil. Wie geil. Okay, endlich habe ich mal einen Bierkastendeckel. Gleich anschließen. Der Gast hat man immer dabei, ne? So, und so, er gibt das jetzt ein, das Programm, in die Maschine. Das ist wahrscheinlich genormt, die Sprache, die CNC-Sprache. Ja. So, und dann einmal abblasen, sauber machen, wie beim Friseur. Dann hat man hier X- und Y-Anschlag, wo dann die Maschine genau weiß, wo das Teil liegt. Sind da so Saugnäpfe oder was ist das? Genau, das sind Saugpads. Je nach verschiedener Größe muss man halt gucken, welche man dafür nimmt. Und das funktioniert in der Praxis gut. Die funktionieren richtig gut, ja. Hier, der Maschinenpark ist schon ordentlich hier, oder? Den ihr habt. Ja, ist gut, ja. Der ist gut. Cool. So, jetzt kommen die 4 Saugpads hin. Wird das Ding. So, der muss natürlich auch wissen, wie hoch das Material ist, oder? Genau. Das wird aber schon beim Programmieren von den Teilen wird das schon mit berücksichtigt. So, sehr schön. Dann müssen wir einmal von der Ja, wir gehen mal weg. Hier vorne ist nämlich ein Sensor drin, nehme ich an, oder? Genau, das sind Trittmatten. Je nachdem, wenn man drauf tritt, wenn man das jetzt startet und man würde jetzt hier drauf gehen, bleibt die Maschine stehen. Ja, das war ein schöner Praxistest. Also es funktioniert noch. So, jetzt kann man leider nicht so viel sehen, aber Nee, viel sehen wird man nicht. so, da ist ein Werkzeugwechsler eingebaut. Genau, es sind verschiedene Fräser. Der nimmt sich dann, je nachdem, was wir am Computer programmiert haben, nimmt er sich den. Automatisch. Automatisch, genau. Okay, das heißt, du kannst also zum Beispiel Schränke viel genauer bauen, oder? Du, durch die Passgenauigkeit, also gerade Sachen, die du zum Beispiel 500 Mal brauchst, oder? Genau. Ist schon drin, das Logo. Das Logo ist schon drin, aber kommt noch Kleinigkeit dazu. Und weißt ja auch, wenn das Werkzeug kaputt ist, eigentlich? Nee, da muss man selbst drauf Acht geben. Okay. So schlau ist die Maschine dann nicht. So, was kam jetzt hinzu eigentlich? Der hat jetzt praktisch erstmal mit dem Fräser mit größerem Durchmesser das X gefräst. Dann haben wir noch einen kleineren Durchmesser genommen, um einfach die Ecken noch auszuarbeiten, weil das mit dem kleinen Fräser im Multiplex
nicht funktioniert. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja. Das heißt also gerade Bohrlöcher, Dübellöcher und so. Sehr einfach, genau. Also für uns halt viel einfacher, wie wenn wir alles per Hand bohren würden. Das kann man eigentlich nicht mehr machen. Nicht mehr machen. Also ich denke, nur so wird es auch wirtschaftlich hier zu arbeiten. Oder? Auf jeden Fall. So, jetzt hat er da oben drüber das Logo schon mal komplementiert. Genau. Das ist eigentlich jetzt die Ist er fertige fertig? Platte. Okay. Fertig? Ja, fertig. So, das ist die Platte. Halt sie gut fest, das ist meine. Kein Sehr schön. Problem. Wir müssten bloß noch die Unterseite fräsen, weil da muss noch eine Nut rein, damit es auf den Bierkasten passt. Okay, mach mal. So, machen das fertig. Vielen, vielen Dank. Flexebu. Jörg, das ist eine tolle Truppe, oder? Ja, wirklich tolle Truppe. Ist gar nicht so einfach, Leute zu finden, aber die arbeiten gern hier, oder? Ja, es ist schwierig, Leute zu finden, aber wir sind ein sehr junges und aber auch sehr kollegiales Team. Sehr schön. So, und da vorne ist schon der nächste Ausbau. Hat der Kunde wahrscheinlich das Fahrzeug angeliefert hier, oder? Der Kunde hat das Fahrzeug angeliefert, ja, und der kriegt halt dann wieder, wie es bei uns immer so üblich ist, seinen speziellen Ausbau mit Küchenzeile in der Tür. Der bekommt eine feste Dusche, festes Badeinbau und verstellbares Hochbett, 2 verstellbare Hochbetten, einmal oben für die Kinder und einmal unten für die Eltern. Preis ungefähr von dem Ausbau? Das Fahrzeug hat er ja schon? So 50.000. Okay, so, das heißt aber sehr aufwendiger Aufbau, oder? Sehr aufwendiger Aufbau, ja. So, danke fürs Einschalten. Tschüss.